Auge in Auge mit einem Silikondouble. Lebensecht bis zur Schmerzgrenze. Guido Päffgen vom Staatstheater Mainz wird eine Opernsängerin detailgetreu nachbilden. Doch es braucht etliche Arbeitsschritte, bis die Figur ihrem menschlichen Vorbild gleicht. Handwerklich ist das eine Herausforderung und eben auch künstlerisch. Die Darstellerin muss geklont werden, dass es detailgetreu aussehen soll, so wie die Originaldarstellerin auf der Bühne. Guido Päffgen ist der Chefmaskenbildner in Mainz. Für den Abguss hat er die Sopranistin Maren Schwier in die Maskenwerkstatt bestellt. Wir werden als erstes dir eine Glatze kleben, Thomas und ich. Dabei legen sie der Sängerin das Haar ganz dicht an den Kopf an, damit sich später unter der Kunststoffglatze nichts abzeichnet. Auch Haarklemmen würden stören, deshalb verwenden sie ein Haarnetz. Den Rand über der Stirn schneidet er ab. Je glatter wir es jetzt bekommen, umso weniger Arbeit habe ich dann später am Kopf, um etwas wegzumodellieren. Aber alles, was wir schon mal gut vorbereitet, spart dann eben Zeit. Dann kommt jetzt die Glatze. Damit sie besser hält, muss die Haut komplett fettfrei sein. Einmal nach vorne, kannst du halten? Okay. Und einmal. Das sind 4 und 6 Schichten ganz dünner, spezieller Kunststoff. Die Ohren brauchen wir später. Die müssen wir mit abnehmen. Und mache jetzt erstmal Löcher rein, damit man das Ohr rausziehen kann. Deswegen mal langsam rantasten. Gott sei Dank ist das Ohr überwiegend flexibel und nur aus Knorpel und da ist es schon. Und dann fange ich vorne schon mal an zu kleben. Ich will jetzt den Kopf ein bisschen zurück machen, ja. Ganz straff muss die Glatze sitzen, damit es am Rand keine Falten gibt. Der Kleber ist ein Mastix-Kleber. Das ist ein spezieller Hautkleber. Ursprünglich ist es ein Baumharz von einem griechischen Baum. Mittlerweile ist es eben auch synthetisch hergestellt. So, je feiner wir das jetzt hier ausblenden, umso weniger Arbeit ist dann später am Kopf. Ruhig den Kopf mal ein bisschen, ja, genau gerade. Und bist du bereit, dich zu sehen ohne Haare, auch wenn es nicht eingeschminkt ist? Guck mal. Oh, wow. Darf ich sagen? Ja. Das ist... Ja. Noch schnell die Schultern abkleben, dann wird's ernst. Wir sind immer da, wir haben alles immer im Blick und passen auf. Einzige Atmung ist durch die Nase. Eine Kollegin mischt das Silikon aus 2 Komponenten an. Das muss schnell gehen, denn den Maskenbildnern bleiben nur 8 Minuten Verarbeitungszeit. Wir fangen an. Gleichmäßig verteilt er das Silikon auf dem Scheitel. Am Ende wird die Schicht vielleicht zwischen 6 Millimeter und 1 Zentimeter. Mit einem Holzspatel und einem Pinsel verstreichen sie die Masse gleichmäßig am Hinterkopf und markieren den Haaransatz. Und das ist ja die Partie hier vorne, die wir dann später brauchen. Auch die Schultern kommen dran und werden mit der blauen Silikonmasse bedeckt, bis schließlich nur noch das Gesicht der Darstellerin frei ist. Denn dafür gibt es nochmal ein spezielles Silikon, das besonders schonend ist. Da ist ein Trennmittel mit drin. Das ist ein bisschen ölhaltiger und so kleine Gesichtshärchen oder eben auch Augenbrauen und Wimpern gehen dort ganz einfach wieder vom Silikon raus.
Am Hinterkopf arbeitet er noch einen Tüllstreifen ein, damit das Silikon nachher beim Aufschneiden nicht einreißt. Schicht für Schicht arbeiten sich die beiden vor, während die Sängerin schon eine halbe Stunde tapfer unter dem Silikon aushält. Okay, jetzt kommt ein bisschen Wasser. Das ist Wasser mit ein bisschen Spüli. Damit glätten wir jetzt noch ein bisschen das Silikon. Dann kommen die Gipsbinden. Guido Päffgen verwendet dazu warmes Wasser, damit der Gips schneller abbindet. Die erste Gipsbinde legen wir an. Zuerst bedecken sie den Hinterkopf mit den Binden. Später soll daraus eine Schale entstehen, mit der die weiche Silikonform gestützt wird. So, das ist Vaseline, damit sich jetzt die zweite Schicht Gips dann eben auch von der ersten trennt. Jetzt geht's an die Vorderseite. Zum Atmen bleiben der Opernsängerin nur die 2 kleinen Nasenlöcher. Die Maskenbildner halten deshalb immer Körperkontakt mit ihr, falls es ein Problem geben sollte. Doch alles geht gut. Gut, Maren, das war's. Wir müssen jetzt noch ein paar Minuten warten, bis der vordere Gips trocken ist. Gut 1 Stunde hat das alles gedauert. Ja, das sieht gut aus. So, die hintere Schale ist schon mal ab. So. Nun schneidet er das Silikon hinten so weit auf, dass er es gleich über den Kopf ziehen kann. Die Glatze wird ein bisschen ziepen. Sagt Bescheid, wenn es... So, wir lösen sie gerade hier. Gar nicht so einfach, das Silikon abzuziehen, ohne dass es einreißt. Voilà. Da bist du wieder. Manchmal sieht es ganz interessant aus, wenn man das negativ so hat, wenn man den richtigen Winkel hat. Ne, dann sieht es ein bisschen aus wie ein Positiv. Für den eigentlichen Abguss schmelzen die Maskenbildner Plastiline in einem Wasserbad ein. Doch bevor es ans Ausgießen der Form geht, müssen die Nasenlöcher gut verschlossen werden, denn sonst würde alles rauslaufen. Wir sprühen jetzt noch was Trennspray rein, damit sich später die Plastiline noch besser löst von dem Silikon. Sieht aus wie flüssige Schokolade. Bei 80 Grad schmilzt die Plastiline in den Backformen, die die Maskenbildner zweckentfremdet haben. Auch das Wasserbad ist Küchenzubehör. Und gib ihm. Oh, pass auf. Während Thomas die Masse in die Form gießt, beginnt Guido, sie gleichmäßig zu schwenken und so im Inneren zu verteilen. Den Rest gießen sie wieder ab und füllen ihn erneut ein, sodass auch hier mehrere Schichten übereinander entstehen. Ja, super. So, jetzt haben wir knappe, ich würde sagen 3 Kilo. 3 Kilo Plastiline drin. Das sollte reichen. Jetzt müssen wir kurz warten, bis es angezogen ist. Dann würde ich den restlichen Hohlraum noch schäumen. Dazu füllt er einen PU-Schaum in die Form. In die Mitte kommt ein Rohr, mit dem die Figur später auf einem Ständer befestigt werden kann. Innerhalb von Minuten quillt die Masse auf und wird fest. Bei dieser Arbeit muss er sich mit einer Atemschutzmaske schützen. Nach einer kurzen Pause wird's wieder spannend. Kannst du... Oder hier, ja, ich hab's. Vorsichtig lösen sie die Gipsschale ab. Dann kommt die Vorderseite dran. Schon. Okay, wir machen es mal langsam auseinander und schauen mal, was uns erwartet hier.
Unter dem Silikon kommt langsam die Plastiline-Figur zum Vorschein. Aha, da ist sie. Guck mal, sie hat sogar ein leichtes Lächeln im Gesicht, oder? Das ist der Rohling jetzt, womit man weiter arbeitet. Jetzt kommt das Künstlerische, dass man jetzt daneben anfängt, das Gesicht so zu optimieren. Die kleinen Luftanschlüsse, die kleinen Plastilin-Boppel, die da sind, die werden jetzt weggemacht. Es wird eben auch ein bisschen hier, wo die Glatze war, eben neue Struktur reingemacht. Guido Päffgen nimmt sich als erstes das Ohr vor. Mit einem feinen Werkzeug glättet er den Rand und arbeitet das Innere der Ohrmuschel nach. Das sind spezielle Modellierwerkzeuge. Wir sind da eben auch innovativ. Das ist dann eben etwas aus der Zahnmedizin. Das zum Beispiel, das ist ein umgebogenes Sägeblatt. Damit kann man so Probearbeiten machen. Und auf der anderen Seite ist es eben glatt. Oder das hier, das sind Gitarrensaiten. Die lassen sich eben auch schön biegen und die haben ein bisschen Struktur und damit kann man dann schön die Modelliermasse bearbeiten. So, jetzt werde ich die Plastiline ein bisschen erwärmen, damit die weicher wird und ich sie noch ein bisschen besser verstreichen kann. Der Blick durch die Lupe sagt mir dann, dass hier noch kleine Unregelmäßigkeiten sind. Für die Bühne ist das bestimmt nicht ausschlaggebend, aber man möchte ja, wenn man einen ganzen Kopf macht, dann eben auch, dass man möglichst nah an die Realität herankommt. So werde ich auch so am Ohrläppchen und hier am Ohrrand ein paar Poren nachbilden. So mit einem kleinen Stoppelschwamm gehe ich dann noch drüber. Damit entfernt er kleine Unebenheiten. Jetzt befreie ich mal, nachdem ich das Ohr befreit habe, eben auch die Nase. Es fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und gerade bei der Nase oder auch Augenbrauen, das sind es ja manchmal nur Millimeter, die einen ganz anderen Charakter ausmachen. Aber das Schwierigste ist das Einsetzen der Augen. Das habe ich von einem Glasaugenhersteller in Wiesbaden handgemacht. Ich positioniere es erstmal auf dem Kopf, so wie ich denke, dass ich die Höhe habe. Und jetzt werde ich mir Platz schaffen, um das Auge einsetzen zu können. Beim Abguss waren die Augen geschlossen. Nun müssen sie vorsichtig ausgehöhlt werden. Unter der Plastiline liegt der harte Kern aus PU-Schaum. Das Auge passt noch nicht ganz hinein. Aber die Blickrichtung stimmt schon mal. Nun muss er das Glasauge wieder herausheben und mit einem kleinen Bohrer den PU-Schaum entfernen. Dabei ist es wichtig, nicht zu viel zu zerstören, denn später muss er die Augenlider wieder aufbauen. Passt. Die Augen sind einfach extremst wichtig. Also man schaut auch bei so einem Silikon-Dummy, bei so einem falschen Kopf doch als erstes in die Augen. Dann später macht noch viel die Frisur, die Haare aus. Aber wenn was am Auge nicht stimmt oder ganz daneben ist, dann kann alles andere noch so schön sein. Das kriegt man dann nicht mehr repariert. Ein Foto der Darstellerin hilft ihm beim Modellieren der Augenpartie. Immer wieder gleicht er die Form der Augen ab. Die Plastikfolie verhindert, dass sich das Werkzeug zu tief eingräbt. Sie wirkt wie ein Weichzeichner.
Man kann sich immer schwer trennen, weil man wirklich nie fertig wird. Man kommt immer mehr ins Detail und ins Detail. Aber jetzt ist der Punkt da, weil sonst verschlimmbessert man etwas. So perfekt die Büste auch ist, sie dient nur als Grundlage für den nächsten Abguss. Dafür mischt Guidos Kollege Thomas wieder ein Zwei-Komponenten-Silikon zum Abformen an. Ähnlich wie beim ersten Mal verteilen sie das Silikon auf dem Kopf. Nur brauchen sie diesmal keine Rücksicht auf ein lebendes Modell nehmen und können sich etwas mehr Zeit lassen. Sorgfältig verstreichen sie die Masse so glatt wie möglich. Kleine Luftbläschen werden mit einem Föhn beseitigt. Also Lufteinschlüsse jetzt im Negativ sind später im Positiv kleine Pickel. Der Föhn bringt sie zum Platzen. Nun arbeiten die beiden noch Silikonklötzchen ein. Das sind richtige Schlüssel, also die Stützform, die soll gleich eine Verbindung mit der Silikonform eingehen, damit man, wenn man es zusammen macht, weiß, wo es hingehört. Damit die vielen Silikonschichten schneller abbinden, greift der Maskenbildner wieder zum Föhn. Jetzt kommt das Spannende, dass das Silikon auch gut abgeht. Wieder schneidet er den Kopf hinten wellenförmig ein. Diesmal benutzt er dafür ein Teppichmesser. So. Jetzt geht es wesentlich einfacher, muss aber eben hier eben sehr aufpassen, dass es da eben nicht einreißt. Nur ein Stück Ohrmuschel ist hängen geblieben. So. Da ist jetzt die Negativform. Mit einem Trennmittel streicht Guido Päffgen die Silikonform aus, denn auch sie wird erneut ausgegossen. Das Ganze legt er in eine Stützform aus Kunststoff, die er zuvor angefertigt hat. Dafür sind die Schlüssel jetzt auch gut, die man vorher gemacht hat. Zum Verschließen der Kunststoffform benutzt er einen festen Gurt. Mit der Hand streicht er das Silikon in der Form glatt. Im Inneren befindet sich jetzt der lebensechte Negativabguss der Sängerin. So, werde ich jetzt versuchen, sehr gefühlvoll das Auge rauszunehmen, weil ich es ja dann später wieder benötige. Die Glasaugen setzt er als Platzhalter für den nächsten Abguss ein. So, und das ist unsere Masterform. Für den finalen Abguss mischt der Maskenbildner nun ein Zwei-Komponenten-Silikon in Hautfarbe an. Eine Komponente habe ich jetzt angerührt, eingeschüttet und jetzt werde ich erstmal die Farbe bestimmen, dass dann die andere Komponente vom Silikon dazukommt. Wir werden relativ hell werden müssen. Nur ein paar Tropfen der Silikonpigmente reichen schon aus. Ich werde mir mal einen schwarzen Punkt hier aufmalen. Dadurch kann ich dann sehen, wie transparent das ist. Dazu gibt er noch feine rote Kunststofffasern. Ganz kleines bisschen Flock kommt noch rein. Roter Flock, der ein bisschen die Aderstruktur widerspiegeln soll. Kommt der mal auf meinen Schoß, der Kopf. Auch diese Form wird wieder mit mehreren Silikonschichten ausgegossen. So, wir lassen also extra in so einen hohen Strahl reinlaufen, weil dann sind die Luftblasen, die noch drin sind, gehen dann kaputt.
Wie beim ersten Mal schwenkt er die Form, um das Silikon gleichmäßig im Inneren zu verteilen. Wir werden jetzt als letzte Schicht noch Krepphaare einbauen ins Silikon. Das sind Rüffelhaare, die wir sonst eben auch benutzen, um Bärte, Vollbärte oder Schnurrbärte zu knöpfen. Der Krepp verbindet sich mit dem Silikon und das Silikon soll sich dann mit dem Schaum verbinden. Wieder geht's zum Ausschäumen mit PU unter den Abzug. Das Brett sorgt für eine klare Kante, so steht die Büste gerade. Das ist genauso spannend wie bei der ersten Endformung. Keine Garantie, dass es was geworden ist. Unter der Kunststoffform kommt die dicke Silikonschicht zum Vorschein. Ganz vorsichtig löst Guido Päffgen nun die orange Außenhülle ab. Und dann, wie aus dem Ei gepellt, erscheint langsam das Double der Opernsängerin. Eine Nase. Da ist sie. Der erste Eindruck ist erstmal gut. Die Augen, da ist jetzt noch Silikon, die müssen noch mal neu positioniert werden. Kleine Luftblase hier hatten wir gesehen, das kann man alles korrigieren. Der Schaum im Inneren ist sogar noch warm. Tatsächlich, im Moment ist das so ungefähr Körpertemperatur. Tatsächlich, ja. Es geht an die Feinarbeit. Vor allem die Augen müssen gerade gerückt werden. Zuerst befreit er sie von der dünnen Silikonschicht, die noch vom Abguss drüber liegt. Dann schiebt er sie ganz behutsam in Position. So, ich habe die Augen jetzt noch nicht 100%ig fixiert, aber jetzt erstmal gereinigt. Zum Bemalen benutzt der Maskenbildner spezielle Silikonfarben. So, das ist das Silikon. Da das Silikon ist, kann ich auch nur mit Farbe arbeiten, die silikonhaltig ist, weil Silikon lässt sich am besten mit Silikonfarbe anmalen. Ich benutze auch so Stoppelschwämme oder Strukturschwämme, die eben nicht ganz glatt sind, um möglichst keine glatten Striche zu haben. Eine winzige Menge Farbpigmente reicht schon aus, um die Farbe anzumischen. Mit einem weit aufgefächerten Pinsel tupft er sie auf das Gesicht. So entsteht eine Struktur, die ganz lebendig wirkt. Ich versuche jetzt ein bisschen noch Tiefe reinzubringen. Das erreicht er, indem er mehrere Farbschichten übereinander aufträgt. Mit einem Borstenpinsel und einer alten Zahnbürste verspritzt er winzige Farbkleckse auf der Oberfläche und ahmt damit täuschend echt Pigmentflecken nach. Jetzt mattiere ich das mit einem Mattierungsspray, mit der Airbrush, dass ich den Glanz möglichst wegbekomme, außer bei den Lippen, da will ich ihn behalten. Langsam verschwindet der Glanz und die Hautfarbe wirkt so noch natürlicher. Die letzten Silikonreste über den Augen entfernt er mit Pinzette und Nagelschere. Und jetzt würde ich die andere Seite, die Augenbrauen stechen. Ich werde mir die Form jetzt mit einem Kajalstift vorzeichnen. Dafür orientiert er sich wieder am Foto der Darstellerin. Und mit einer Nähnadel, der ich oben die Öse mit einer Feile abgeschrägt habe, sodass so ein Zweispitz entstanden ist. Und damit werde ich dann in das Silikon die Haare einstechen. Einzeln schiebt er Haar für Haar unter die künstliche Haut.
Eine Arbeit, die Stunden dauert. Und genauso fertigt er den Wimpernkranz aus echtem Menschenhaar. Die Augenbrauen sind jetzt gestochen. Mal schauen, ob man da noch was nachstechen müssen. Aber ich würde sie jetzt erstmal schneiden und in die Richtung frisieren. Das mache ich mit einem Onduliereisen. Es wird warm gemacht. Es ist noch nicht ganz... es sieht aus, als ob ich dran rieche, aber die Nase ist sehr hitzeempfindlich und da entwickelt man ein Gespür, ob es zu heiß ist oder zu kalt. Bis zu 180 Grad hält Menschenhaar aus und lässt sich gut formen. Solche alten Onduliereisen findet Guido Päffgen auf Flohmärkten. Nun stutzt er die Augenbrauen noch mit einer Schere. Das Drehen kühlt die Onduliereisen an der Luft ab, denn jetzt geht's an die Wimpern. Auch die müssen sorgfältig geformt werden. Dazu braucht der Maskenbildner eine besonders ruhige Hand. So, jetzt kommt das Haupthaar dran. Wir haben ein Haarteil, was wir für die Sängerin, für die Maren schon angefertigt haben. Ich werde es aber nicht bis ganz vorne hin kleben, sondern ein paar Zentimeter zurück, dass ich dann die letzten Haare, die Stirnfransen, wie die Augenbrauen und die Wimpern eben reinstechen kann. Dann werde ich jetzt für die Haare, die ich noch zusätzlich reinsteche, für den Ansatz vorne, mir noch Haare melieren, verschiedene Farben zusammenfügen. Das machen wir in der sogenannten Hechel, also wie ein Fakir-Kissen, wo die Haare dann nochmal grob durchgekämmt werden. Meistens benutzen wir indisches Echthaar. Das holen wir von Haarfirmen dann eben auch. Und das ist meistens sogenanntes Tempelhaar, was aus religiösem, rituellem Anlass gespendet wird. Das fertige Haarteil wird mit Silikonkleber auf dem Kopf befestigt. Der Hinterkopf bleibt frei und wird später von einem Hut verdeckt. Guido Päffgen macht sich jetzt ans Stechen des Haaransatzes. Er beginnt vor den Ohren und an den Schläfen. Auch für diese Arbeit braucht der Maskenbildner wieder viel Geduld. So, hinten haben wir nicht so viel Haar, weil das meiste sieht man nicht, weil da noch eine Kopfbedeckung draufkommt. Für die Haare im Nacken tut es preiswertes Kunsthaar, das sich genauso gut frisieren lässt. Zum Schluss werden alle Haare auf Lockenwickler gedreht. Das Kunsthaar am Hinterkopf bringt er mit Wasserdampf in Form. Das dürfte jetzt trocken sein und jetzt frisieren wir mal aus. Für die Bühne ist eine historische Frisur gefragt. Die Szene spielt im Jahr 1805. So, jetzt kommt noch die Kopfbedeckung drauf. Eine Schute, eine sogenannte. Der erste Eindruck ist gut. Ja. Das ist eine Arbeit, die wir nicht alltäglich machen, so ein ganzer Kopf. Und auch die echte Opernsängerin ist zufrieden. Von so einer Perspektive sieht man sich selber ja nie. Man sieht sich ja sonst immer nur zweidimensional. Das war auf jeden Fall eine kleine Begegnung der dritten Art. Wir sind der Master of Nothing, hat mir mal ein befreundeter Maskenbildner gesagt. Von allem ein bisschen. Von Haaren modellieren, schminken und man kann immer noch lernen, aber ich bin zufrieden. Dann ist es endlich soweit. Die Zeitreise kann beginnen. Für die Oper Der Chronoplan steht die echte Maren Schwier zusammen mit ihrem Silikondouble auf der Bühne des Staatstheaters Mainz. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.